Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Suzerain. Und zwar gibt es einiges zu tun. Wir erinnern uns daran, die Verfassungsreform ist bedauerlicherweise gescheitert, aber wir haben noch viele Ziele. Wir haben weiter investiert. Sehen das hier, das Budget ist bei -6, die Wirtschaft ist fast vollständig am Boden. Mal schauen, wo das Ganze hinführt. Wir hatten ja den Nachrichtenkonzern, diesen Großkonzern verstaatlicht. Und ich muss sagen, im Rückblicken, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, gestern so ein bisschen, war das vielleicht doch die falsche Entscheidung, den zu 100% zu verstaatlichen. Ich glaube zu dem, wie wir bisher gefahren sind, hätte der Minderheitenanteil oder die 50% ausgereicht. Ich habe mich so ein bisschen treiben lassen davon, dass selbst die konservativen Berater, die eigentlich gegen die Verstaatlichung waren, gesagt haben, wenn, dann zu 100%, um den Koronski aus dem Spiel zu nehmen. Koronti, so, Entschuldigung. Ob das funktioniert hat oder nicht, werden wir wahrscheinlich in der Zukunft noch gewahr werden. Geopolitico berichtet, dass Queen Beatrice von Rumburg demands Reparations for century-old alleged war crimes. Aha. Queen of Rumburg, Beatrice Livingston, brought up the Estorte incident of the 15-Day War, igniting the forgotten century-old debate of Sordish war crimes. She spoke about the need for peace and change in Eastern Maricopa, and that the way forward can only be walked if past atrocities are finally settled. Queen Livingston claimed that the Sordish army in 1817 had massacred ethnic Rums with plans of committing genocide. Sordland still hasn't claimed any responsibility for their past war crimes, said the Queen, and demanded reparations to be paid. Ja, können wir uns nochmal anschauen. Estorte. Den Bergen zwischen Sordland und Rumburg. Am Fuße des hohen Berges. Da gibt es das Rayne Sternenfort. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Da wird nichts davon gesagt. Schauen wir uns den 50-Day War nochmal an. Also known as the 1870 Rumburgian Sordish War, was fought between the 5th and 20th of October by Sordland and Rumburg. Aha, da ging's um diesen Fluss. Können wir da gerade mal hin? Da ging es um diesen Fluss hier, der gesperrt wurde. Hier ist Estorte übrigens auch. Der gesperrt wurde vom König und deswegen konnten die Rumburger mit den Schiffen nicht mehr zum Hafen von Leckhaven fahren. On the 5th of October, Rumburg launched a series of preemptive attacks against the Sordish forces along the Rumburgian border. Simultaneously, Sordish forces launched a ground offensive into the city of Krimsrad, but were immediately pushed back. Krimsrad ist hier. Das gehörte dann wohl scheinbar noch... Ach nee. Okay, also Rumburg hat angegriffen und Sordland hat zurück angegriffen, wurde hier aber abgewehrt bei Krimsrad. So rum ist es. On the 10th of October, a group of ethnic Rums living in the city of Estorte organized guerrilla attacks and sabotage missions that were aimed to cut the supply line of the Sordish forces, die gerade hier nach Norden unterwegs waren. This resulted in the Sordish imperial forces to react by forcefully relocating all ethnic Rums living in the Nargis region
to the border where battles were taking place. In the event known as the Estor incident, many Rumburgian lives were lost when they were pushed into the front lines by the Dottish soldiers. Some sources claim that spontaneous killings by the soldiers also took place for several days. After both Rumburgian and Sordish forces suffered casualties without any military successes, Rumburg and Sordland agreed to a ceasefire on the 20th of October. The signing took place on a train in the outskirts of Estor in a forest that is now called the Forest of October. Ah, ist schon wieder so viele historische Anleihen, ne? Also, lustig. 1870, 71 hat man sofort den französisch-preußischen Krieg natürlich im Hinterkopf. Dann halt das mit den Friedensvertrag oder den Waffenstillstand im Zug in diesem Wald unterzeichnen, haben wir sofort das Ende des Ersten Weltkriegs natürlich im Hinterkopf und dann später sozusagen 40 die Erniedrigung durch Nazi-Deutschland, wo das ja quasi in Szene gesetzt wird, um Frankreich zu erniedrigen. Okay. Tja, und das mit den... weiß gar nicht, ob es da... gibt es da einen Hintergrund mit den ZivilistInnen, dass die in die Frontregionen gedrängt werden? Gibt es da eine historische Parallele? Mir fällt jetzt spontan keine ein. Aber es klingt, als könnte das vielleicht in den Balkankonflikten ein Thema gewesen sein? Womöglich. Okay, also jetzt, ist die Frage, ist das ernst gemeint? Also mal abgesehen davon, dass als progressiver Präsident Anton natürlich sozusagen dafür sein müsste, Reparationen zu bezahlen. Die Frage ist, ob die unbedingt an Rumburg bezahlt werden müssten oder nicht eher an die betroffenen Bevölkerungsgruppen hier in der Grenzregion, weil wir ja gerade auch die militärische Situation haben, dass Rumburg Truppen an der Grenze massiert und durch Waffenlieferungen hier terroristische Aktivitäten unterstützt in unserem Land. 100 killed in Helgeland. Oh je. According to the reports, the riots in Helgeland had already resulted in the arrest of thousands. The number of deaths is believed to have surpassed 100. The Agnolia government has still not released a statement about the bloody conflict. The riots in Helgeland had exploded out of proportion in the aftermath of the murder of Valgisch Helgelander. The majority of the arrests and deaths belong to the Valgisch community on the island. Governor of Helgeland claimed that the riots were being incited and supported by the Valgislandian government. Also das klingt alles danach, als wenn das hier bald in die Luft geht, dass hier der Kriegszustand auch offen ausgerufen wird. Ja, hier kriegen wir nochmal die Benachrichtigung, dass die Königin Reparationen fordert. The Ministry of Foreign Affairs is analyzing the situation and coming up with a plan of action. Da bin ich ja mal gespannt, was Vichy dazu zu sagen hat. Und es gibt Gendarmerie Police Issues. A massive miscommunication between the interior and gendarmerie has resulted in a failed raid in Wesort. The Ministry of Defense and Interior have both put the blame on each other. There will be a gathering soon to solve the ongoing dispute with the security. Was ja ein bisschen seltsam ist, weil wir gerade schon der Innenministerin bewilligt haben, dass die Gendarmerietruppen, diese paramilitärische ländliche Polizeiorganisation, dem Militär entzogen und dem Innenministerium unterstellt werden soll. Trotzdem machen die hier noch irgendwie gemeinsam Parallelaktionen und lassen das Ganze eskalieren. Ist das nun Teil dieses Machtkampfes oder ist es tatsächlich ein Versehen, was da geschehen ist? Ja, und Frank verlässt das Haus. Wir haben ihn ja jetzt nach Cortana geschickt. Da war ich auch ein bisschen sehr unzufrieden damit, wie diese
Situation, diese Szene eigentlich aufbereitet wurde, welche Entscheidungschancen und Möglichkeiten wir da hatten. Ich hätte ihm die Entscheidung sehr gerne selbst überlassen, ohne aktiv in irgendeiner Form einzugreifen. Aber das Spiel hat mir nur die Option gegeben, entweder die Universität von Holsort unter Druck zu setzen, beziehungsweise Gefälligkeiten einzufordern, oder ihn nach United Cortana zu schicken, also sozusagen die Sowjetunion. Habe ich mich für Letzteres entschieden, auch weil wir womöglich uns ja mit Weichsland annähern wollen. Mal sehen. Wobei das auch wieder dann die nächste Frage ist, wollen wir uns über Weichsland in diesen Krieg mit Agnolia reinziehen lassen? Eigentlich nicht. Na, schauen wir mal. It was a cloudy, rainy day in Holsort. The gloomy weather echoed my own feelings. My constitutional changes had been defeated. I was back to square one. I couldn't spend the day moping. Was heißt denn moping? However, Frank was finally about to leave home. My son piled the last of his bags next to the door. Serge and the assistant driver were waiting outside next to the car. Did you pack everything? Fragte Monika, unsere Frau, First Lady. Don't forget to give me a call immediately after you arrive. I will. I think I'm all packed, sagt Frank. Der hatte ja den Zugangstest zur Universität irgendwie nicht geschafft. Wobei auch da so ein bisschen im Hintergrund schwebte, dass vielleicht das durch unsere Reformen im Bildungssystem sozusagen ein Backlash ist. Vielleicht liegt es gar nicht an ihm, aber wir wissen es nicht. Monica helped him put his backpack on while Serge started carrying the luggage to the car. I made you a sack of lunch. I get it from the kitchen. She dashed down the hall. Frank and I turned to face each other in the doorway. So, I guess this is it. Don't forget where you came from. Ich weiß, dass es nicht deine erste Wahl war. Ich hoffe, du kannst damit leben. I will, don't worry. Frank shifted his weight nervously. I haven't forgotten what you told me about your university years. I hope going to a new country gives me a chance to prove myself the same way you did. Oh, okay. Da hatten wir uns ja die ganze Zeit nochmal gefragt. Es gab ja dieses, sag mal, intime Gespräch mit ihm über die Vergangenheit und die Erlebnisse. Wo ein bisschen unklar ist, in welche Richtung das eigentlich führt. Welchen Einfluss das auf Frank hat. Ich hoffe, dass du diese Chance niemals bekommen wirst, zu deinem eigenen Wohl. Mach nichts Dummes. Mach mich nicht nach. Du bist dein eigener Mensch. Du musst dich nicht beweisen. Du musst dich niemandem gegenüber beweisen. Insbesondere nicht mir. Ja, also 1, 3 und 4 habe ich allesamt in der Auswahl. Eins ist vielleicht ein bisschen zu weit weg von der aktuellen Realität, wobei wir auch nicht vergessen dürfen, die gewaltsamen Unruhen im Land, die sind gar nicht so lange her. Ich bin überhaupt verwundert, dass die noch nicht wieder neu hochgekocht sind und dass wir vor allem von der sordischen Jugend sehr lange nichts mehr gehört haben, von dieser rechten Jugendorganisation. Du bist jetzt dein eigener Mensch. Du musst dich nicht beweisen. Ja, 4 beinhaltet 3 in gewisser Weise. Gehen wir mal mit 4. You don't have to prove yourself to anyone, especially not me. Frank smiled. All right, Dad. At that moment, Diana rushed to the door. Frank, I'm gonna miss you. I miss you too. Don't forget. You've got to give Mom and Dad an extra hard time for both of us. Diana nodded. Okay. Frank picked up his sister and gave her a big hug.
Monica appeared in the doorway holding a paper bag. I cut the crust off your sandwich just the way you used to like it. I'm not a kid anymore, Mom. Can't a mother pretend? Oh, Frank. She embraced him with tears in her eyes. Frank looked as if he was about to cry as well. I caught her glaring at me over his shoulder. I hoped someday she would understand why I'd decided to send him away. Serge approached. Sir, Frank needs to catch the next ship to United Contana, which leaves from Conrad Port in 4 hours. We will have to leave now to make it. Thank you, Serge. Frank turned around and took one last look at me. Make me proud. Also du musst... Dass das überhaupt eine Option ist, ey. Viel Glück. Nein. Wir sehen uns bald. Frank nodded before heading to the car. It's difficult to see them grow and leave, isn't it? Ist nicht so, als wenn wir sie nie wiedersehen würden. Das Haus fühlt sich jetzt etwas leer an. Es ist Zeit für ihn, sich selbst in der Welt zu finden, seinen eigenen Platz zu finden, schätze ich mal. Du musst dafür sorgen, dass er sicher ankommt. Nö, er wird jetzt erwachsen. Es ist Zeit, seinen eigenen Platz zu finden. We all did after all. Being exposed to a different culture, different beliefs, it changes a man. I think it will be a liberating experience for him. It's never easy for boys to live in the shadow of their fathers. What? And it must be even harder when one's father is Anton Rayne. A great man like you casts a very long shadow. Ja, Serge, ist okay. Tja, that's enough stimmt natürlich, aber just do your job, so, weiß ich nicht, kalt und hart sind wir nicht. Well said, nee, so selbstverliebt ist der Anton auch nicht. Also, nicht jeder denkt das. Excuse my language, Mr. President, but to hell with them. You are my president, now and forever. He looked at his watch. Okay, time to go. Frank waved his hand as he entered the car. The engine started and they were on their way. Monica stood next to me as they drove away. Her eyes were teary. There he goes. It already feels different. She put her head on my shoulder. So, ich weiß. Er wird schon in Ordnung sein. Wir haben immer noch uns beide. Oder wir können hier über das Haar streichen. Er wird schon klarkommen. I know he will. With the defeat of your reforms, I hope we will be alright. We watched for a few more minutes, even after the car was no longer in sight. Weg ist er. Der Streit zwischen der Gendarmerie, also dem Militär, dem Innenministerium, wird hier nochmal aufgeführt. Und es gibt eine Reihe von neuer Meldungen. Schauen wir nach Lakehaven. Protesters walking from Lakehaven to Hosord. A new type of anti-violence protest is gaining traction in Lakehaven. The protesters said that they are going to be walking from Lakehaven to Hosord in a display for peace. We have squad cars following the crowd to ensure the safety of our citizens. Further reports will be issued if there are any updates. Okay. Large-scale protest during FC Gelsord vs. Anrika Derby. A large-scale protest has broken out during the derby match between Gelsord and Anrika. Hooligans from both sides caused extensive property damage to the stadium in their protest against the police. To prevent the incident from expanding further, extra police units have been deployed. So far there are 42 injuries and 4 burned cars outside of the stadium. Over 89 arrests were made
in relation to the events. Okay. Warum auch immer. Odd gathering at tree plantation near Dyer. A gathering of 9,000 to 10,000 individuals was spotted in the tree plantation near Dyer. The first reports indicate that they are currently peaceful. More reports indicate that they are playing music until dawn and handing flowers to the police units and the security members deployed in the area. A few of them were put under arrest for public nudity. We are unsure how to proceed, and we will keep watching their movements. Die Hippies sind los. Okay. Bericht aus Konrad, Sicherheitsdienst meldet sich. Volksland might be preparing for major invasion. Military intelligence has reported a massive build-up of landing vehicles and navy ships at the port of Wilbern on Volksland. Our agents are suspecting a massive naval military invasion of Helge Island or Agnolia in the future. It is not fully confirmed, as the build-up could be a mock-up exercise to divert eyes from elsewhere. Our covered agents will monitor the situation on the ground for as long as possible. Ja, wie ich schon gesagt habe, Krieg liegt in der Luft um Helgeland. Wisst ihr was? Das können wir doch einfach besetzen. Dann, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und wir sichern den Frieden da. Gewaltsame Proteste an der Universität. A group of students at Holzort State University calling themselves the New Youth. Oh Gott. Started protesting the police involvement in the protests. The protests turned violent and an assailant threw a Molotov cocktail on a squad car, lighting it on fire. 14 have been arrested as well as the ringleader. They are being questioned to find out if they have memberships in any terrorist organization. Ja, das sind wahrscheinlich die angesprochenen befürchteten ehemaligen Mitglieder der jungen Sorden, die sich jetzt die neue Jugend nennen. Was berichtet denn die Zeitung mal wieder? Hegel condemns Helgeland governor and threatens intervention. Agnolia went too far. They are massacring our people in Helgeland. If the Alliance of Nations allows this to continue, Volksland will intervene in the island to protect her people. This was the last straw, said Chancellor Hegel. Arcasian and United Continental governments are believed to be in close contact with both leaders to calm the situation. If the superpowers cannot find a solution, the Markian Sea may plunge into chaos. Beware of New Youth. A new militant organization named New Youth started to emerge in Holzort State University. In the first large-scale incident they were involved in, they attacked the bystanding security forces and even went so far to burn a police car. As a result of their actions, many students and members of the police forces are now injured. Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Jetzt gibt es irgendwie friedliche Protestbewegungen. Einmal den Marsch von Leckhaven, dann die Hippie-Versammlung in Dyer und dann jetzt sozusagen die Radikalen, die wieder aus der Versenkung auftauchen, die autoritären Rechten. Sordland Today schreibt, dass wir Frank nach United Continental geschickt haben. Showing his masterful grasp of diplomacy, President Rayne elected to send his son Frank to study at the People's University of United Continental. The young scion undoubtedly had a plethora of prestigious educational institutions to pick from. Ja, das war wohl vielleicht nicht so. So the choice of United Continental can only be seen as an attempt to curry favor
with the Eastern superpower. Sordland is sure to reap the benefits of this wise decision. Naja. The summer of love has begun. Amidst the rising unrest, a large group overtook a small farm near Dyer called the Tree Stock Farm. They are from every corner of our society, students, lawyers, actors. They are generally dressed in floral clothing, and some were even spotted with nothing on them in an attempt of public indecency. As if it is despite the current situation of our country, they are dancing and singing songs. They proclaim that peace is the message and that this summer will be the summer of love. Okay. So, Radical Voice berichtet über den Protestmarsch. In an action fitting their reputation, a protest group has started a long walk from Lackhaven to Holzort. Among them are old, young and even children. The campaign is called Walk for Peace, and it wishes to bring attention to finding a middle ground to solve the increasing tensions. Bravo, Lackhaven. Ja, aber um welchen Konflikt geht's denn da jetzt? Da hätten wir ja viele zur Auswahl. Wir haben den Walksland-Agnolia-Konflikt. Wir haben den möglichen Sordland-Rumburg-Konflikt. Wir haben den Wählen-Konflikt gegen die blutige Minderheit. Vielleicht alle, vielleicht einen davon. For the only time in the history, the sworn rivals FC Anrika and FC Gelsord fans stood side by side against the police brutality. During the derby match yesterday, the fans of both teams united to protest the security forces mishandling of the recent events. Aber um welche Polizeigewalt ging es denn da? Jetzt kann mich da gar nicht an einen besonderen Fall irgendwie erinnern. Oder könnt ihr das? Gab es irgendwie besondere Zusammenschlüsse mit der Polizei gewaltsame? Also in Wesort haben wir jetzt diesen Bericht bekommen, aber ist das sofort die Reaktion darauf? Möglich wäre es, wer weiß das schon. So, Changes to the Law. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.